Als nächstes möchte ich euch den Reisecheck vorstellen oder den Urlaubscheck oder generell eine Durchsicht, sagt man auch dazu. Und da möchte ich euch zeigen, wie führe ich den Check durch, worauf habe ich zu achten und wie mache ich das am einfachsten. Los geht's. Als erste Bedingung solltet ihr lernen, wie prüfe ich denn meine Flüssigkeiten. Dazu habe ich ein Video gemacht. Das werde ich euch in die Beschreibung mit reinposten, den Link. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wie ihr das handhabt. Als erstes prüft ihr die Reifen. Ihr prüft den Reifenluftdruck, ihr prüft das Alter der Reifen, ihr prüft die Profiltiefe und schaut, was das Ersatzrad macht. Ich lade euch mal da 1, 2 Bilder hoch und da könnt ihr sehen, wie das Reifenalter festgestellt werden kann. In dem Beispiel seht ihr die Herstellungswoche und das Jahr des Reifens. So, und dann seht ihr noch die Profiltiefe. Dort sieht man, wie die Profiltiefe ist. Und ihr könnt das mit einem Profiltiefenmesser oder mit, je nachdem, einem Messwerkzeug könnt ihr das nachmessen. Die Mindestprofiltiefe ist 1,6 Millimeter im Sommer. Im Winter wird empfohlen, bei 4 Millimeter ungefähr zu sein. Es ist eine Empfehlung, klar, 1,6 ist der Richtwert, aber ist alles so, ja, wie lege ich das Ganze der Sicherheit bezüglich aus? Der Fachmann empfiehlt 4 Millimeter für den Winter. Als nächstes prüft ihr die Lichtanlage und zwar ist es auch so, was gerne vergessen wird, der Rückwärtsgang, die Nebelschlussleuchte und das Nebellicht, genauso wie Standleuchten oder Standlichter. Überprüft das immer, falls ihr keine Überwachung habt. Wenn ihr eine Überwachung habt, dann wird euch das Fahrzeug das schon melden. Es gibt in dem einen oder anderen Land eine Lichtpflicht. Da müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr kein automatisches Tagfahrlicht habt, müsst ihr das Licht einschalten, falls ihr irgendwo hinfahrt. Beispielsweise Italien, Schweden und die Schweiz haben eine Lichtpflicht, da gehören noch ein paar andere Länder dazu. Da blühen euch Strafen, falls ihr das Licht nicht anhabt beim Autofahren. Der nächste Schritt wäre dann die Verglasung. Da prüft ihr die Windschutzscheibe, also die komplette Verglasung außenrum, Spiegel und ihr prüft die Scheinwerfer und Leuchten. Das gehört auch zur Verglasung dazu. Schaut einfach auf Risse, ob es vollständig ist und ob ihr irgendwas entdeckt. Der nächste Punkt wären die Riemen. Es gibt einen Flachriemen oder Keilerrippenriemen, der im Antrieb ist. Ihr könnt diesen überprüfen und den Zahnriemen. Der Zahnriemen hat ein Wechselintervall. Falls ihr das nicht wisst, müsst ihr das in einem Handbuch nachschauen oder im Serviceheft. Dann wisst ihr genau, wann er fällig wäre. Wäre relativ wichtig, denn es wäre ja blöde, wenn euch der Zahnriemen reißt während eurem Urlaub oder der weiten Fahrt. In den meisten Fällen erwartet euch da auch ein Motorschaden bei einem Zahnriemenriss. Und ihr macht dann weiter mit der Klimaanlage, ihr prüft, ob sie funktioniert. Ihr könnt auch in einem meiner Videos überprüfen, wie das geht. Da gibt es noch einen Link mit dazu. Und ihr überprüft den Innenraumfilter, nicht, dass er relativ alt und morsch ist und ihr dann noch krank werdet vor eurer Fahrt oder vor eurem Urlaub. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Batterie zu prüfen, prüft die mit. Ansonsten müsst ihr euch jemanden hinzuziehen oder ein Gerät, mit dem ihr die Batterie überprüfen könnt. Des Weiteren gehört das Fahrwerk dazu. Ich werde euch mal das eine oder andere Bild einblenden. Jetzt wird's schwierig. Ihr seid ja vielleicht nicht unbedingt Fachmänner oder Fachfrauen, wo das überprüfen könnt. Ihr könnt das optisch machen, aber um eine richtige Diagnose zu stellen, ob das Fahrwerk in Ordnung ist, müsst ihr das machen lassen. Aber es gehört halt einfach zu diesem Check dazu. Das heißt, ihr prüft den Dämpfer, ihr prüft irgendwelche Manschetten, ihr prüft die Federn und so weiter, ob das Fahrwerk gut funktioniert oder nicht. Dann die Bremse. Da habe ich euch ein paar Bilder gesammelt, wie ihr die Bremse überprüfen könnt. Also optisch, ob sie technisch einwandfrei funktioniert, könnt ihr nicht, weil ihr dazu einen Bremsenprüfstand braucht. In dem ersten Bild blende ich euch was ein und da seht ihr die Bremsscheibe des Fahrzeugs ist etwas gestanden, aber es geht ja auch gar nicht darum, sondern um die Bremsbelagstärke einzustufen. Ihr seht der Metallbelag und dann kommt der Bremsbelag. Und das sieht eigentlich relativ gut aus. Wir haben eine genügende Stärke. Hier ist nochmal ein Beispiel. Hier seht ihr auch wieder den Metallbelag und den Bremsbelag.
Und die Scheibe und die Belege sehen auch noch relativ gut aus. Ihr müsst aber, um eine vollständige Bewertung durchzuführen, von innen und außen schauen. Denn die Belege, wenn sie mal einseitig klemmen oder irgendwas Festes, fahren sie sich auch mal einseitig ab. Hier ein Beispiel, das sieht man auch, hier ist der Belag kurz vor Verschleißgrenze. Hier haben wir ungefähr 2, vielleicht wirklich, wenn es hochkommt, 3 Millimeter, aber ich tendiere eher zu 1 bis 2 Millimeter und der Belag ist eigentlich kurz vor der Verschleißgrenze und sollte erneuert werden. Falls ihr das nicht macht und der Belag unten ist, bremst das Metall auf der Scheibe und die Scheibe wird dann zerstört. Es gibt Fälle, in denen man die Scheibe hätte retten können, wenn man nur die Belege getauscht hätte. Aber das muss man über die Bremsscheibendicke bestimmen. Das nächste Beispiel zeigt eine niegelnagelneue Bremse. Hier seht ihr den Belag von innen und von außen, wie die Belege im Neuzustand aussehen. Dieses Bild zeigt euch, wie eine Bremsscheibe aussieht, wenn das Tragbild der Bremsscheibe gut ist. Ja, das sind also normale Bremsscheiben mit, sage ich mal, keinen Beschädigungen, keinen Rissen, nicht überwiegend viel Rost und so weiter. Der nächste Punkt wäre die Karosserie und der Zustand. Ich blende euch ja ein Bild ein und hier seht ihr das Fahrzeug von unten. Das ist der hintere Teil des Fahrzeugs. Es ist sehr komplex. Ich müsste wirklich das Video sehr weit ausweiten, wenn ich euch wirklich ins Detail erklären müsste, wie man das Fahrwerk prüft. Ich würde euch empfehlen, holt jemanden dazu, der das kann oder der das professionell prüfen kann. Im Groben und Ganzen könnt ihr eigentlich nur optisch schauen, ob irgendwas runterhängt, ob irgendwas, sage ich mal, grob ausgeschlagen ist. Vielleicht sieht man das auch. Vielleicht muss man da auch ein bisschen dran rütteln. Ich weiß auch nicht, ob ihr eine Hebebühne zur Verfügung habt. Ihr schaut euch das Ganze an und seht, ob irgendwelche Flüssigkeiten austreten, ob irgendwas auffällig ist in Bezug auf Halter, irgendwelche Halter gebrochen sind, Hitzeschutzbleche runterhängen und so weiter und so fort. Genauso wie die Abgasanlage, ob die, wenn ihr dran wackelt, natürlich aufpassen, nicht, dass das Fahrzeug heiß ist, dass ihr euch verbrennt. Ob die Auspuffanlage, wenn ihr dran wackelt, nicht irgendwo anschlägt, ob die fest ist, ob die Halter dran sind, die Haltegummis noch in Ordnung sind. Hier in dem Bild seht ihr, dass 2 neue Querlenker reingekommen sind, also die unteren links und rechts. Wie man die prüft, würde ich vielleicht euch in einem anderen Video zeigen. Und ihr prüft in diesem Bild, ob irgendwelche Flüssigkeiten austreten von unten. Ihr seht auch unten die Ölwanne von dem Motor. Ihr schaut euch die Verkabelung an, ob die in Ordnung ist, ob die überall anliegt, ob nicht irgendwelche Auffälligkeiten sind. Und mehr könnt ihr da nicht wirklich machen, aber es ist so ein grobes Video zur Vorstellung, wie das Ganze ablaufen könnte. Ich muss sagen, es ist so komplex und so aufwendig, da kann ich euch wirklich stundenlang erzählen und zeigen, wie, was, wo, aber es ist halt einfach ein grober Check. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wie ihr prüft die Warnwesten, den Verbandskasten und das Ablaufdatum. Ihr prüft die Masken. Es gibt ja immer noch teilweise Maskenpflicht oder beziehungsweise wenn ihr in eine Kontrolle kommt. Handschuhe, Starterkabel vielleicht, Wagenheber, je nachdem, ob ihr einen dabei habt, Ladegerät, Handy und das Ersatzrad. Ihr prüft auch den Reifenluftdruck im Ersatzrad. Das wird ganz oft vergessen. Wenn ihr irgendwo steht und ihr braucht das Ersatzrad, seid ihr aufgeschmissen. Prüft auch, ob ihr das Felgenschloss dabei habt. Manche Fahrzeughersteller haben Felgenschlösser. Da werde ich euch noch ein Bild einblenden, wie das grob aussieht. Prüft, ob das vorhanden ist, falls ihr eins habt. Wichtig ist, dass das Felgenschloss sich dort befindet, wo es auch hingehört. Denn wenn ihr das versteckt und es nachher keiner findet oder wenn ihr das zu Hause lässt, bringt es euch nichts, wenn ihr eine Panne habt an der Autobahn und ihr könnt das Rad nicht wechseln. Oder beziehungsweise unter sehr schweren Umständen, weil so ein Felgenschloss ist eben nicht mal schnell gelöst. Das heißt ja nicht umsonst Felgenschloss. Falls es euch zu komplex ist, ich habe es versucht relativ einfach zu erklären, müsst ihr das von einer Fachwerkstatt machen lassen. Und dieser Check kostet wirklich nicht viel und erspart euch auch teilweise viel Arbeit. Außer ihr habt die Erfahrung, könnt es selbst auswerten. Schaut auch nach, ob ihr im ADAC oder einen Pannenschutz habt.
wenn ihr dann irgendwo mal seid und ihr habt echt mal eine Panne, dann kann es auch extrem teuer werden. Besonders wenn ihr vom Ausland wieder zurück nach Deutschland möchtet. Was ich euch noch ans Herz legen kann, prüft die Kraftstoffpreise und könnt vielleicht sogar damit viel Geld sparen. Denn wenn ihr wisst, wo der Sprit günstig ist, könnt ihr eure Reiseroute dementsprechend besser planen. Und für alle Dieselfahrer, überprüft euren Harnstofftank oder AdBlue. Und wenn ihr noch ein Additiv habt, den Additivstand. Nicht, dass ihr unterwegs noch irgendwas auffüllen müsst. Denn wenn ihr einen AdBlue-Fehler habt mit zu wenig Reichweite, wird euch das Fahrzeug hinstehen. Also es fährt dann auch nicht mehr weiter, wenn das AdBlue aufgebraucht ist. Und wir sind schon am Ende. Es war relativ informativ. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr was dazu schreiben. Ich bedanke mich und starte selbst ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt alles soweit mitgenommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.